bin der Fabian Obmann, ich bin ein Profisportler im österreichischen Nationalteam, Snowboarder. Meine Leidenschaft ist es, so schnell wie möglich den Berg zu fahren und den neben mir zu besiegen. Ich bin ein Mensch, der von positiven Dingen angetrieben wird, und wenn ich einfach Spaß an dem habe, was ich mache und in der Früh aufstehe und mir denke, cool, ich kann heute aus meinem Beruf Snowboarden gehen oder trainieren gehen oder mir aufs Rennrad setzen, dann macht mir das einfach eine Menge Freude, und nachher tue ich das gern und nachher treibt mir das auch durch den Tag. Auf der Simone habe ich Snowboarden gelernt, auf der Simone habe ich meine ersten Schwünge gemacht. Bis heute wahrscheinlich die meisten Schwünge auf der Simone. Man sollte schnellkräftig sein, man soll trotzdem eine gute Maximalkraft haben, man sollte ausdauernd sein, man sollte ein gutes Gespür haben, wo man sich bewegt im Raum, also wo man die Linie ansetzt, wo man rauskommt, ein gutes Gespür für den Schnee haben. Einfach die Kombination aus den ganzen Sachen macht wahrscheinlich den Snowboarder dann aus, dass er schnell ist und gewinnt. Ja, die Unterstützung war extrem wichtig für meine Familie, weil meine Eltern sehr viel finanzielle Mittel aufgewendet haben, dass ich da hinkomme, wo ich jetzt bin. Und ich bin dankbar, dass sie das gemacht haben. In erster Linie mein Papa natürlich, der hat mir Snowboarden beigebracht. Der ist selber Snowboardrennen, nur gaudemäßig gefahren, aber er hat mich dazu gebracht. Dann später natürlich auch die Unterstützung der Freundin, sieht man da, hat sie sehr maßgeblich dazu beigetragen. Ja. Und auch im Sommer natürlich, dass man ein bisschen runterkommt wieder. Meine Norwegen-Urlaube haben sehr gut getan. Ja. Leidenschaft Nummer 1 ist vermutlich unsere Sommeraktivität mit meiner Freundin und meinem Hund. Es ist für mich extrem wichtig, dass ich einen Partner an meiner Seite habe, der mir einfach jeden Tag pusht. Sie treibt mich an, sei es beim Laufen oder am Rennrad. Weil sie vermutlich sogar besser drauf ist wie ich, deswegen muss ich schauen, dass ich hinten nachkomme. Und ja, ist einfach super, wenn der Partner gleichzeitig auch der Trainingspartner eigentlich ist. Das Besondere an meiner Sportart, glaube ich, ist einfach diese Innenlage, die wir erfahren können am Snowboard. Das ist vielleicht vergleichbar mit einem MotoGP. Und das gibt es einfach sonst nirgends. Also natürlich, die Skifahrer haben auch eine Innenlage, aber wir haben halt nur ein Brett statt zwei, und wir liegen oft komplett auf der Piste, dass der Helm eigentlich fast im Schnee straft. Beim Snowboarden gibt es extrem viele verschiedene Styles. Der eine liegt extrem mit viel Innenlage im Schwung, der andere fährt ein bisschen aufrechter und ein bisschen eine kürzere Linie. Ich bin da eher im Gegenteil, ich fahre sehr eng zu den Stabis hin, und wahrscheinlich eine Kombination aus beiden, mal aus einer engen Linie, aber auch eine geschnittene Linie. Im Wiesendorf macht das nicht so viel Unterschied aus, weil es einfach wichtig ist, dass man den Schwung bis ins Ziel eigentlich aufbaut und nicht durch Abkürzen der Linie vielleicht verringert sogar, sondern eben von Tor zu Tor vielleicht sogar schneller wird. Ans Limit gehe ich im Rennen erzwungenerweise hin und wieder, wenn man natürlich hinten ist. Wir haben diese Head-to-Head-Duells, wo es einfach darum geht, wer als erst am Ziel ist, und wenn man da einen kleinen Fehler hat, ein bisschen hinten ist, dann muss man natürlich versuchen aufzuholen, dann muss man ans Limit gehen. Herausforderungen überwinden ist ein gutes Thema, weil wir sind in unserem Team 9 Leute, 9 Jungs, die alle einen Spot bei Olympia haben wollen. Wenn man in so einem starken Team wie im österreichischen Nationalteam zu so einem Großereignis wie Olympia anreisen darf, dann hat man die erste Hürde, nämlich die Teilnahme, schon einmal überstanden, weil wir sind so ein starkes Team und nur 4 von uns dürfen da starten.
Und jeder, der da am Start steht, hat als Ziel eine Medaille, da bin ich mir ganz sicher und da zähle ich mich auch dazu. Ja. Der größte Erfolg in meiner Sportlerkarriere bis jetzt war der Sieg der großen und kleinen Kristallkugel, Gesamtweltcup-Sieg und für den Sieg der Disziplinenwertung im Parallelslalom. Jetzt als nächstes angestrebtes Ziel würde ich sagen, wäre Medaille bei einer Großveranstaltung, Olympia oder Weltmeisterschaft.